herzliches Grüß Gott aus dem Hause Krieghoff. Heute sprechen wir über die K80 Bock Doppelflinte. Unsere Bock Doppelflinte gibt es in einer unglaublichen Varianz und Artenvielfalt. Hier ein paar Grundmodelle. Zum einen die K80 Trap, die K80 Sporting Skeet und die K80 Parcours. Diese große Vielfalt lässt sich darstellen mit unserem modularen Aufbau der Waffe. Jede unserer K80 besteht aus den folgenden 3 Komponenten: dem Systemkasten, der Schäftung und dem Laufbündel. Der Systemkasten mit seinem robusten Design und damit verbundenen Lebensdauer von 1 oder gar 1,2 Millionen Schuss sind eigentlich fast schon legendär. Wir haben hier einen Flankenverschluss, selbst nachjustierend, somit spielfrei. Wir haben hier eine mechanische, zwangsgesteuerte Umschaltung vom ersten Schuss auf den zweiten Schuss. Das heißt, es ist kein Impuls und kein Rückstoß notwendig, damit das zweite Schloss aktiviert wird. Wir haben aber auch eine manuelle Umschaltung, wo ich vom unteren Lauf auf den oberen Lauf umschalten kann. Ein einstellbares Abzugszüngel, wo ich die Länge individuell auf meinen Finger einstellen kann. Kommen wir zur zweiten Komponente, den Laufbündeln. Haben wir auf der einen Seite die verlöteten Laufbündel, etwas leichter, schlanker, führiger und damit auch etwas schneller. So haben wir unsere freiliegenden Laufbündel mit etwas mehr Gewicht und etwas mehr Ruhe im Schwungverhalten. Des Weiteren können wir die freiliegenden Laufbündel mit höheren und auch verstellbaren Schienen ausrüsten. Grundsätzlich sind die Läufe in den Lauflängen 71, 76, 81 und auch 86 cm verfügbar. Für die Laufbündel haben wir folgende Choke-Auswahl und Choke-Varianten verfügbar. Wir haben hier einmal die Fest-Chokes oder die mündungsbündigen Chokes, die Stahl-Factory-Chokes und als Upgrade und Option die Titan-Chokes. Verfügbar sind die meisten Laufvarianten selbstverständlich in dem Kaliber 12, aber dann eben auch in weiteren Kalibern wie Kaliber 20, 28 und 410. Darauf hinweisen möchte ich auch, dass grundsätzlich die Läufe Stahlschrot beschossen sind. Einzige Ausnahme hierzu sind entsprechende Fest-Choke-Varianten, wo die Choke-Verengung Halbchoke oder enger ist. Kommen wir zur dritten Komponente, der Schäftung. Die Schäftungen sind immer Verwendungszweck bzw. disziplingebunden. Unsere Schäfte haben grundsätzlich einen verstellbaren Schaftrücken und eine Gummischafkappe. Die Schäfte kommen standardmäßig mit einem Lackfinish, bei dem Modell Parcours mit einem Ölfinish. Alle Schäfte sind als vollwertige Rechts- und Linksschäfte sowie mit verschiedenen Arten an Vorderschäften erhältlich. Bei den Schaftholzklassen bewegen wir uns von Standard bis Exklusivhölzern. Sehr gerne realisieren wir Ihnen auch eine Maßschäftung, die direkt auf Ihren Leib zugeschneidert ist. Ich komme zurück zu unseren Grundmodellen. Hier das Modell Trap. Das Modell Trap klassisch bei uns mit dem parallelen Schaftrücken, einer Trapkappe. Hier eine Ausführung mit verlöteter Schiene, konisch abgesetzt. Da ich beim Trap einen relativ eingeschränkten Bereich habe, wo sich die Wurfscheiben bewegen, habe ich natürlich die Möglichkeit, mit einem höheren Aufbau zu arbeiten, mit höheren und auch verstellbaren Schienen. Das gibt mir die Möglichkeit, aufrechter zu stehen, ein größeres Blickfeld, einen größeren Blickwinkel zu haben und ich verdecke mir dadurch zum Beispiel den Blick auf den Trabbunker nicht im Anschlag. Ich kann mir mit diesen verstellbaren aufbauenden Schienen auch ein persönliches Schussbild einstellen, wo vom Hochschuss ab 60% bis nach oben 100% alles möglich wäre. Hier habe ich das Modell Sporting. Klassisch für dieses Modell ist die Sporting Schäftung, ebenfalls mit einem verstellbaren Schaftrücken, einer Sporting Kappe. Wir haben hier eine Modellausführung mit verlöteter Schiene, komplett durchgehend. Im Bereich des Sporting- und Parcourschießens habe ich einen deutlich größeren Bewegungsbereich und Bewegungsabläufe. Dadurch werden tendenziell etwas niedrigere Schienen geschossen, um den Oberkörper, die Schultern, das Gewicht generell nach vorne zu bringen. Dennoch haben wir hier auch den Einfluss, dass mittlerweile leicht erhöhte Schienen zum Einsatz kommen, wie hier das Modell Pro Sporter, was mir die Möglichkeit gibt, mein individuelles Zielbild mit einem Hochschuss einzuschießen, wo eben der Trend auch dorthin geht, dass wir ergonomischer stehen, aufrechter stehen, ein etwas größeres Blickfeld damit abdecken
und somit die Vorteile, wie wir sie vorhin schon im Bereich Trab erwähnt haben, in diese Disziplin mit einfließen lassen können. Hier seht ihr das Modell Parcours. Das Besondere an der Parcours sind die verlöteten Läufe, die schlanke, durchgehende verlötete Schiene, eine etwas schlankere Schäftung. Wir haben hier einen Gewichtsvorteil im Vergleich zum Standard-Sporting-Modell von ca. 400 Gramm oder gar etwas mehr. Sie ist dadurch prädestiniert für Schützen, die sehr gerne eine etwas leichtere Flinte, eine sehr flinke und schnelle Flinte schießen möchten. Zusätzlich ist sie natürlich ideal geeignet, um damit auf die Jagd mit etwas weniger Gewicht ins Grüne zu gehen. Wie ihr seht, könnt ihr natürlich die Flinte auf eure Bedürfnisse voll und ganz anpassen. Wir haben die unterschiedlichsten Möglichkeiten im Bereich der Schäfte, Läufe und Anbauteile. Wir können Abzugszüngel verbauen, Standard, klassisch, aber auch vergoldete Oberflächen, schwarz mattierte Oberflächen. Wir haben ein Titan durchbrochenes Abzugszüngel für mehr Grip. Wir haben andere Anbauteile wie entsprechende Fronthänger in verschiedenen Varianten, Chokes, Titan-Chokes, Standard Silberfarben, wir haben sie euch aber auch vergoldet oder schwarz. Standardmäßig haben wir ein weißes Frontkorn verbaut. Sehr gerne modifizieren wir dieses und bieten euch andere Farben an. Wenn ein Schütze ein High-Vis-Korn möchte, auch das ist möglich. Mit auswechselbaren Leuchtstäbchen, da kann er die Farbe selbst für sich individuell einstellen. Das Mittelkorn, standardmäßig installiert, können wir auch gerne entfernen und blind machen, wenn jemand das nicht möchte. Im Bereich der Schäfte haben wir euch auch noch eine verstellbare Schaftkappe als Anbauoption. Damit könnt ihr die Länge einstellen, die Höhe der Kappe einstellen, ihr könnt den Pitch konfigurieren, ihr könnt auch einen Offset damit einstellen. Alles, wie ihr es benötigt. Wir haben die unterschiedlichen Vorderschäfte, einen Parcours-Vorderschaft, einen Schnabel-Vorderschaft oder einen Trab-Vorderschaft. Alles individuell konfigurierbar. Ihr seid nicht gebunden an ein bestimmtes Schaftset. Um bei der Optik zu bleiben, ihr könnt aus den unterschiedlichsten Gravuren wählen. Wir haben eine unglaubliche Bandbreite an Gravuren verfügbar. Von Standard bis exklusiv. Sehr gerne ermöglichen wir euch aber auch euer individuelles Design bis hin zu Seitenplattenmodellen, unterschiedliche Oberflächenfinishes, von nitriert, vernickelt bis hin zu brüniert, alles möglich. Für die Linksschützen können wir es auch ermöglichen, einen Linksöffner zu installieren. Alles kein Problem bei uns. Es ist eine wahnsinnige Palette verfügbar in diesem Bereich und wir sind euch diesbezüglich auch gerne behilflich. Fragt uns. Nähere Informationen findet ihr natürlich in unseren Preislistenkatalogen, aber auch gerne auf www.krieghoff.de. Solltet ihr weitere Fragen haben, so dürft ihr euch auch gerne an den Fachhändler eures Vertrauens wenden. Bis dahin alles Liebe, Grüße aus Ulm und allzeit gut Schuss.